Lafroig. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners mit Paddy und Leon und dem Malt Mariners Logo im Hintergrund. Und ja, heute machen wir mal einen richtig schönen Standard. Und Standard finde ich immer ein böses Wort, weil ich finde, Standard klingt immer so, ja, ist Standard. Das ist so ein Wort, das wird immer heutzutage so gebraucht, so abwertend benutzt teilweise, finde ich. Ja, weiß ich nicht, aber ich weiß auch noch nicht, worauf du hinaus willst mit Standard. Wollen wir einen DIN A4 machen oder einen DIN A3 oder meinst du einer der Standardabfüllungen? Standardabfüllung, genau. Wir sind bei Lafroig auf der Insel Islay, den richtigen Rauchern im Westen Schottlands. Und, oder wie die Profis sagen, Lafrac. Spaß. Schwierig immer auszusprechen, die ganzen Schotten, das wisst ihr selber. Die ganzen Namen und Lafroig. Lafroig ist halt echt immer schwierig. Ja. Schenk uns doch mal ein. Ich schenke mal ein. Wow. Ja, Lafroig Quarter Cask, wie ich sehe. Ja. Einer meiner Preis-Leistungssieger in den Abfüllungen von Lafroig. Absolut. Ich bin immer noch ein Riesenfan von dieser Abfüllung. Ja, immer. Und immer gewesen. Ja. Ich habe einmal das Glück gehabt, als ich auf dieser Insel war, Texel, und ich den Whisky mir da angeschaut habe, oder die Brennerei mir angeschaut habe, Brennerei, die hatten einen Quarter Cask von Lafroig da stehen. Mhm. Das war aber uralt und knochig, das war schon fast also ein Fass Quarter Cask. Ja, genau, ein Fass Quarter Cask. Also nicht ein Fass, sondern ein Quarter Cask ist ja ein Viertel eines Fasses. Genau, können wir das mal erklären, weil, für die, die es nicht wissen, Quarter Cask, das Viertel eines Fasses, je nachdem welches Fass man als Referenz genommen hat, in der Regel sind es 125 Liter. Genau. Ein Quarter Cask, und dieser Whisky wurde eben in Quarter Cask nicht nachgereift, aber ich glaube teilweise in Quarter Cask gereift. Ne? So, und dadurch haben wir richtig schön viel Fass gesehen. Vanille ist ein No-Age-Statement, also wir kennen das Alter von diesem Whisky nicht. Der hat 48 Volumenprozente und der ist in meinen Augen einfach ein absoluter Traum. Also wer rauchige Whiskys mag, der kommt an diesem Whisky nicht vorbei. Guck mal, da steht's. Mit Karamell. Mit Karamell. Mit Karamell. Ja, weil wir haben uns halt immer gefragt, ist Lafroig gefärbt? Ich habe es immer vermutet, weil die zu Beam Suntory gehören und Beam Suntory, Bowmore und Auchentoshan färben halt alle. Ich finde es immer ein bisschen affig, weil der Whisky ist in einer grünen Flasche, man sieht die Farbe in der Regel eh nicht, und Lafroig ist auch meistens relativ hell. Von daher glaube ich auch nicht, dass sie, wenn sie färben, stark färben. Aber das ist nur meine Meinung. Wie gesagt, mir ist Farbe immer echt egal. Who cares? Ich gucke nicht auf die Farbe, ich gucke immer in den Whisky mit der Nase. Und der riecht immer so geil. Ne? Er riecht so lecker, oder? Ja. Aber ich kann das auch echt immer nicht beschreiben. Die krasseste Beschreibung, die ich jemals gehört habe für den Lafroig, war immer noch asphaltierter Regenbogen. Ja, das fand ich immer noch so gut, weil es ein bisschen passt, weil es riecht wirklich ein bisschen nach Teer, nach Gummi. Du hast immer Gummi ab. Teer und Gummi finde ich halt auf jeden Fall. Ich will unbedingt mal ein Stückchen. Ja, hau mal rein. Ich erzähle ein bisschen, was ich rieche. Und dann hat er auch so Salz und so ein bisschen Sohle, weißt du, so Salzwasser. Ne? Salzwasser passt auch gut. Das, was man so in den Soleiern dann irgendwie und trotzdem kennt. Ist der so lecker und süß. Ja, der hat auch so eine Zuckersüße auch dahinter. Ne? Ich finde das immer wieder faszinierend, auch wie mild Lafroig ist. Das habe ich habe jetzt schon 2 Führungen gemacht, glaube ich, bei der Brennerei. Bin mir nicht ganz sicher, aber die haben irgendwie ein Destillationsverfahren, wo dann der Brand besonders mild wird. Und mir ist immer schon aufgefallen, Lafroig hat einen wahnsinnig aggressiven, intensiven Rauch, der ja so die Geister scheidet. Aber der Brand ist super mild. Ja. Im Abgang immer smooth as hell. Und deswegen finde ich Lafroig einfach auch so angenehm. Ja, das stimmt. Den kann man trinken, der ist süffig. Ey. Das ist, Die meisten Leute verlassen den Raum, wenn ich die Flasche öffne. Ich muss mir mal eben kurz im Auge rumpulen. Weil das riecht eigentlich auch... Ich habe das mal beschrieben mit abgebrannter Pferdestall, mit nassem Heu. Das passt eigentlich auch ganz gut. Also was abgebranntes, was eben, wie gesagt, so ein bisschen was Verbranntes ist auch mal mit drin. Absolut, finde ich auch ganz toll. Und wie gesagt, also Islay sowieso, aber Lafroig ist wirklich eine der sehenswertesten Brennereien Schottlands. Ich muss es immer wieder sagen. Wenn mich jemand fragen würde sagen, okay, ich kann genau eine Brennerei besuchen, Lafroig wäre in den Top 5 bei mir. Also wirklich eine meiner Lieblingsbrennereien von der Optik. Also die haben die schöne Küste, eine wunderschöne so eine Bucht, wo Lafroig drin liegt, wie viele Eiler-Brennereien, mit dieser schön weiß getünchten Wand. Schönes Visitor Center, tollen Tastingraum, ganz nettes Personal. Man sieht ganz viel, eine Brennerei, die noch ihre Malting Floors hat, wo man noch sieht, wie das gemälzt wird. Ist auch nicht mehr so häufig heutzutage. Es gibt noch 8 Brennereien, glaube ich, die das machen. Man kann den Kiln sich angucken, wo das getorft wird. Also es ist toll. Das ist ein tolles Erlebnis. Kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ich war noch nie auf Islay. Wir bringen dich da noch hin. Ja. Du aber auf Isle of Skye, Mann. Naja, gut. Ich muss auch sagen, die ganzen, also nicht alle,
Aber die meisten Lafroigs, die ich bis jetzt getrunken habe, haben mir immer sehr gut geschmeckt. Ja. Ich bin ein Fan von Brody, auf jeden Fall. Der PX Cask ist auch super. Ja. Die Fegil-Abfüllungen sind auch immer toll. Der 10er, den finde ich auch toll. 10er ist mittlerweile ein bisschen zu dünn fast schon. Ja, mit 40 Volumenprozente, ne? Das ist so mein Kneipenwhisky. Ja. So, wenn ich in der Kneipe sehe, oh, Lafroig 10, super. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer den Quarter Cask nehmen, aber das ist meine persönliche Präferenz. Mittlerweile bin ich aber auch so. Ja. Wenn ich einen Lafroig nehme, wo ich halt einen Preis-Leistungssieger brauche, dann würde ich auf jeden Fall den Quarter Cask immer den Select vorziehen, weil ich finde da einfach, da gibt man zwar eine Mark mehr aus, aber man hat auch mehr im Glas. 48 Volumenprozente hat der Kollege hier und das lässt einen auch deutlich spüren. Ja. Der braucht kein Wasser, der hat einfach tollen Druck, tolle Süße, aber man kann auch nicht so viel sagen, der Rauch überdeckt halt wirklich sehr viel. Vielleicht so ein bisschen Vanille, vielleicht so ein bisschen Frucht, wird so ein kleiner Fruchtkorb mal vorbeigetragen, aber der ist einfach toll. In der Regel so 35 € die Flasche. Manchmal kriegt man den auch günstiger geschossen und dafür ist es einfach eine Wucht und ein tolles Teil. Und wieder mal ein Beispiel oder ein schöner Beweis dafür, dass Whiskys ohne Altersangabe nicht generell schlecht sein müssen. Ne? Es gibt auch tolle Sachen. Richtig. Und das Einzige, was mich auch immer an dieser Diskussion bei No Age Statement stört, ist, dann sollen die einfach trotzdem einen Booklet mit beipacken und einfach erzählen, was da drin war. So Transparenz. Das würde mich halt interessieren als halber Nerd. Tolle Eichennote. Klasse. Ja, ich feiere den jedes Mal ab. Also der hat mich auch noch nie enttäuscht. Ist auch einer dieser Whiskys, die immer performen. Kannst du getrunken haben, was du willst vorher. Kannst du gegessen haben. Also der performt auch immer. Ich habe den noch nie getrunken und mir gedacht so, boah, heute schmeckt der aber eklig. Ja. Also das ist, der ist auch sehr ein robuster, zuverlässiger Malt Whisky. Ja, und auch weißt du, wie das ist beim Tasting, als Stinker hinten raus, ne? Ein guter Freund. Ein guter Lafroig. Ja, ist perfekt. Auf jeden Fall. Also runde Sache und wie gesagt, ein schöner Standard, der immer verfügbar ist, den man meistens überall bekommt. Und, ja. Und wenn ihr Leute habt, die keine rauchigen Whiskys mögen, schockt die mal mit einem Quarter Cask. Macht das mal. Es kann eigentlich nur 50-50 Chance. Entweder eröffnet sich den gerade Valhalla und die haben das neueste Lebensziel entdeckt, und zwar alle rauchigen Whiskys auf der Welt zu trinken, oder halt komplett in die Hose gehen und die Leute sagen, oh, das geht gar nicht. Und dazu muss ich echt sagen, noch abschließend, Mira, meine Freundin, die hat mochte vorher auch nicht so gerne rauchige Whiskys, die hat sich auch immer eher so die smoothen und die nicht rauchigen rausgesucht. Und als wir auf Isla waren zum Thema Besuchen, danach war sie begeistert. Seitdem trinkt sie Lafroig. War bei mir genauso, ich habe vorher Lafroig auch nicht gemocht, besucht, total, haben mich sofort gekriegt. Und genauso war es bei ihr auch und seitdem trinkt sie Lafroig. Mein erster Single Malt war Bowmore, mein zweiter war ein Lafroig 10 und den fand ich besser. So war es bei mir in Schottland. Na gut, so ist das, ne? Ja, Slange und dann... Und Bimmelklingeln. Bimmelklingeln. Abonniert uns. Ruft uns an. Hast du die Telefonnummer irgendwo? Ist egal. Ja, auf der Website, wenn ihr Tasting suchen wollt. Stimmt, scheiße. Gut, also bis später. Keine Schleichwerbung. Bis später. Tschüss. Lafroig. Ein schöner Lafroig. Das ist der schönste, was es gibt auf der Welt.